Hallo, ich grüße euch. In dem Video geht es noch immer um die G414 Lichtmaschine von Ural, Dnepr, K57, M72 und auch den alten Changyangs. Ich habe in einem Video bereits gezeigt, wie man die Lichtmaschinen prüfen kann. Also einerseits, dass man sie anschließt und eine Lampe als Verbraucher benutzt. Das habe ich bereits hergezeigt im Video. Oder dass man sie als Motor mit einem Akku laufen lassen kann. Das war natürlich ein grober Test. Jetzt gibt es doch immer wieder Lichtmaschinen, die zwar als Motor laufen, aber dann trotzdem nicht so richtig Spannung geben oder zu wenig geben oder überhaupt nicht geben, wo man sich nicht wirklich erklären kann, was da los ist. Und da hilft es dann, ein bisschen die Testmethode genauer zu machen und mit einem Oszilloskop den Spannungsverlauf zu messen, um zu erkennen, ob die Anker der Lichtmaschinen, also diese hier, ob die vielleicht hier bei den Drahtanschlüssen ausgelötet sind, was recht häufig der Fall ist. Ich habe da jetzt von zwei Freunden eigentlich einige Lichtmaschinen, die ich gerade da am Tisch habe und die wir teilweise schon restauriert haben oder repariert haben und geprüft haben. Und hier habe ich jetzt eine im Prüfstand eingespannt, die genau diesen Effekt hat, dass sie als Motor wunderbar läuft und als Lichtmaschine aber zu spät sich einschaltet und zu wenig Spannung gibt. Also sie funktioniert schon, aber nicht so richtig, nicht so wie es sein sollte. Und da hilft es mit dem Oszilloskop, den Spannungsverlauf zu prüfen. Das ist jetzt ein ganz altes Oszilloskop, das ist von 1977, funktioniert aber für sowas noch immer genau genug. Der Testaufbau ist vielleicht schon aus anderen Videos von mir bekannt. Ich habe hier diesen alten Waschmaschinenmotor. Der treibt über den Keilriemen und diese rote Riemenscheibe den Generator an. Beim Generator ist die Feldwicklung, das ist der Anschluss, wo das grüne Kabel eingesteckt ist konstant auf Masse, also konstant erregt. Für das Oszilloskop habe ich hier noch eine Markierung gemacht und dieser Sensor hier, der hier, wird hier versorgt mit 5 Volt, der gibt mir ein Signal auf den zweiten Kanal vom Oszilloskop. Und der erste Kanal vom Oszilloskop ist einfach die Spannung der Lichtmaschine. Jetzt kommt Spannung, aber zu spät. Man sieht jetzt sehr schön, innerhalb einer Umdrehung vom Anker pendelt die Spannung zwischen 8 und ca. 10 Volt. Also 2 Volt Unterschied. Das ist ziemlich eindeutig, dass der Anker nicht in Ordnung ist. Ich vermute, dass hier manche Drähte ausgelötet sind. Ich zerlege mal die Lichtmaschine. Das ist der Feldwicklungsanschluss. Dann das ist eine der Kohlen, also die Massekohle genauer genommen. Die ist gut weil neu. Und dann gibt es noch hier die zweite Kohle. So. Das ist hier die zweite Kohle. Auch neu.
und dann sollte eigentlich hinten der Teil schon runtergehen. Manchmal geht es ganz leicht, manchmal braucht es ein bisschen Nachdruck. Schauen wir mal, wie es bei der Lichtmaschine ist. Ja, das steckt ein bisschen im Lager, aber nicht mehr viel. So, das ist der hintere Lagerdeckel unten. Da ist nun der Anker. Das erste, was ich natürlich überprüfe, ist, ob zwischen den Kollektorlamellen hier ein Freiraum besteht, also die Isolation nicht verschmiert ist, also und dadurch ein Kurzschluss zwischen den Lamellen ist. Das kann man recht schön mit so einem Bastelmesser oder einer Cutterklinge freikratzen. Das ist hier alles schon passiert. Und dann schaue ich mir natürlich an, ob die Drähte hier im Kollektor ausgelötet haben. Diese Anschlussdrähte. Manchmal ist es ganz eindeutig, manchmal nicht. Wie zum Beispiel, hier ist es nicht super eindeutig, aber wenn ich mir zum Beispiel den hier anschaue, der hier, da sehe ich den Draht offen liegen. Da ist kein Lötzinn drüber und sieht nicht so richtig schön verlötet aus. Also manche schauen gut aus, wie zum Beispiel dieser hier. Dieser hier sieht gut aus, da ist richtig Zinn drüber. Oder der hier, da sieht man, da ist Zinn drauf. Der wieder weniger. Also die werde ich alle nachlöten. Bevor ich das mache, reinige mal hier, das mache ich mit einer kleinen Drahtbürste, damit hier das möglichst blank ist. Zum Verlöten nehme ich einen relativ schweren Lötkolben, das ist jetzt ein 200 Watt Lötkolben, der doch einige Masse vorne hat und gerade ausreicht, um solche Kollektor zu löten. Also mit einem kleinen Bastellötkolben oder Elektroniklötkolben braucht man das gar nicht versuchen, das wird nichts. Weil einfach die Wärmeenergie, die gespeichert in der Lötspitze, nicht ausreicht. Dann als Flussmittel nehme ich sowas hier. Das ist ein Weichlötflussmittel für Kupferrohre. Hat natürlich Säure drinnen, also man muss nachher neutralisieren. Ich neutralisiere mit einer verdünnten Natronlauge. Als Lötzinn nehme ich ganz normales bleihaltiges Elektroliklot. Es sind ja auch diese sowjetischen Lichtmaschinen sicher mit bleihaltigem Lot gelötet worden und das lötet sich einfach viel leichter wie diese modernen bleifreien Lote. Zuerst gebe ich mal Flussmittel drauf, ganz wenig. Jetzt bin ich mit dem Löten schon recht weit, die sind alle schon verlötet. Die hier noch nicht, man sieht jetzt auch schön diesen Unterschied zwischen verlötet und nicht. Bei denen, die nicht verlötet sind, sieht man diese Anschlussdrähte so frei in diesen Nuten drinnen liegen. Ich mache das immer so, dass ich die Spitze vom Lötkolben so halb in diese Nut setze, dann ein bisschen Lötzinn dazugebe, gerade so, dass der Lötkolben ein bisschen benetzt ist. Dann den Lötkolben aufdrehe. So, der Kollektor ist jetzt gelötet. Das sind die ganzen neuen Lötstellen. Sieht schon besser aus und natürlich prüfe ich auch noch, ob hier keine Verbindung ist. Da ist also ein Isoliermaterial dazwischen und zwischen den Lamellen muss frei sein. Also wirklich kein Kupfer darf da sichtbar sein.
durchaus nicht scheuen, das wirklich ordentlich auszukratzen, entweder mit so Cutterklinge, Bastelmesser, da kann man auch so kratzen, also ist jetzt nicht so super kritisch. Man sieht auch, original ist da auch nicht so schön gesägt, das zum Beispiel, da ist eine viel größere Nut hier. Idealerweise sollte man halt den Kollektor jetzt noch ein bisschen überdrehen, aber der ist nicht eingelaufen, deswegen lassen wir den einfach mal so. Jetzt werde ich noch mit einer verdünnten Natronlauge das Flussmittel neutralisieren, damit hier nichts korrodiert. Der Kollektor ist nun fertig, jetzt kann ich die Lichtmaschine wieder zusammenbauen. Die hat ja hier so eine Nase und hier einen Bolzen. Stecke ich mal zusammen. Bisschen mit Wackeln. Auch gleich die Anschlusslitzen hervorholen. Die brauchen wir dann später. So. Mit leichten Schlägen zusammenfügen. Dann diesen Anschluss der Feldwicklung montieren. Dann die Massekohle einbauen. Normalerweise ist das die Kohle, die einen unisolierten Anschlussdraht hat. Aber bei den aktuell erhältlichen Ersatzkohlen sind beide Drähte isoliert. Die liegt ja auf Masse, also die braucht nicht isoliert sein. So. Dann die zweite Kohle, die ist jetzt in diesem Fall hier hinten. So. Und hier wird der zweite Feldwicklungsanschluss gemeinsam mit der Kohlenlitze am Anschluss angeschlossen. Hier auch darauf achten, dass kein Anschluss auf der Masse ankommt. Also die können sich so verdrehen, dass sie auf der Masse ankommen. Wenn die Kohlen montiert sind und die Anschlüsse fertig sind, dann erst dann die zwei Schrauben reingeben. Weil wenn man die vorher reingibt, ist es schwer, die Kohlen einzubauen. Mit Gefühl festschauen. So, nun der Test, ob die Reparatur erfolgreich war. Ich habe wieder meine 60 Watt 12 Volt Lampe als Belastung und Oszilloskop angeschlossen. Man sieht schon bei sehr niedriger Drehzahl, also der Generator liefert Strom und schon am ersten Blick sieht man, die Wellenform ist nun gleichmäßig. Also jetzt ist der rote in Ordnung. Jetzt kann ich natürlich noch mehr Spannung geben. Diese leichte Wellenform, die ist normal, weil wir einen Kollektor haben mit Lamellen, wo die Kohlen immer wieder von einer zur nächsten Lamelle gedreht werden. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn es so ist, bitte einen Daumen hoch, ein Like und ja, ihr könnt mir auch gerne Kommentare dazu schreiben. Servus.